wir spielen Grounded. Erstmal alleine. Es kann sein, dass in den nächsten Folgen halt irgendwann mein Bruder kommt. Ich weiß halt nicht wann. Ich weiß nicht, ob überhaupt was kommt mit meinem Bruder. Ich fange bei meiner Xbox an. Und wir werden jetzt einfach eine Stunde spielen. Ja. So, starten. You can't run from me, you foul beast! You think you outsmarted me? The mighty Muldoon? I don't think so, Yoked Girth! Stay tuned for what happens next on Yoked Girth. Now a word from our sponsor. Kids, are you ready for a new wild and wacky Punch-O fruit flavor? Introducing Apricot. It's a punch to the gut. So stop by, fill up, and make sure you get your Billy Hog hot dog before you jet away. Good morning, Brook Hollow. Today is October 20, 1990. This is your news. We have a special breaking report. The police department has released information that more local teenagers have gone missing. They were last seen earlier this week, and the only connection between the teenagers is that they are all students at Brook Hollow High School. This could be linked to the disturbing trend of other possible abductions and missing teenagers from our otherwise quiet town. If anyone has seen the teenagers or has any other information, please contact the police department. The mayor of Brook Hollow has put a curfew into effect for anyone under 18 starting tonight. Now to other news. In the business world, prominent practical technology signs a few deals with. What? Damn. Where am I? Are those roots? Nah, can't be. Oh, this must be one of those prank TV shows. All right, be cool, Max. You're gonna be famous. So, jetzt kann ich reden. Ja, wir kommen in Grounded. Also, wir sind klein, auf die Größe einer Ameise geschrumpft. The speedy little green Und corn pup. No, sind im this Garten. isn't looking good, Max. Ah, ich freue mich schon. Signal detected. Das. What was that? Some sort of radio signal? I wonder where it's coming from. Ich hoffe, man hört mich noch gut. So ist besser, glaube ich. Ja. So, ein paar Steine. So, und dann gehen wir mal zur Forschungsstation. Well, someone had to have set up all this sciencey stuff here. Gut. But still, I'm not exactly sure where this is. And what is going on? I should keep looking around. Okay. Und Pasan. So. Ja, ich hab's ja eigentlich schon gesagt, aber es kann sein, dass in irgendwelchen Folgen mein Bruder einfach kommt.
Kann auch sein, dass ich einfach grounded komplett allein durchspiele. So, ich brauche erstmal eine Axt. Whoa, look at the size of that ant. Honestly, bin- I'm just glad it's not big enough to squish me. Was zu essen habe ich doch schon. Pilze eingepackt. Ich bin jetzt bemächtigt, eine Axt zu haben. So. Diese Axt, ja, die haben wir. Was brauchen wir für einen Speer? Oh, den haben wir auch noch. So. Also, ich werde Grounded ganz chillig durchspielen, würde ich sagen. Oh, eine Fliege. Wow, what is that? Showtime. Haha, just like laser tag. Nothing happened. Looks like the other two lasers are blocked. After all that build-up, this big mysterious computer doesn't do anything. Man. So, ein Laser geht wieder und der andere ist in die Richtung, der kaputt ist. Ladybug coming through. Oh, ich hätte schon Angst. Dass die ganzen Tiere, die ich im ersten Spielgang jetzt anfangen wollen, sich zu rächen. Also halt das Dings, wie heißt das? Zum Beispiel Wolfspinnen, ganz normale Spinnen, sich einfach rächen wollen. Ich habe nämlich richtig viele getötet. Looks like that little red thing Ist das der Laser, der kaputt ist? Ja. Ich höre auch. Wo seid ihr? Ja. Oh. Okay, wir haben einmal Milbenpelz. So, der Laser geht hier rein. Also ja, das Spiel, wer hätte es gedacht, geht eigentlich darum, du bist geschrumpft worden von einer Organisation. Ich kann es nicht aussprechen. Von Kreisindustrie, so. Schön Kiesstörkreis, falls ihr dieses Video seht, dass ich euch die Schuld gebe, dass wir geschrumpft sind. Auf jeden Fall wurden wir entführt. Hat man ja die Nachrichten gesehen. Ich hoffe, das waren alle. Ich kann jetzt auch nicht so lange, weil das Problem ist, ich habe hier oben meine. So, die ist fertig. Ja, ich kann nicht. Ich habe noch echt wenig Leben. Später, wenn ich eine bessere Ausrüstung habe, komme ich und töte euch alle. Da dürft ihr vor euren Schöpfer treten. Ich freue mich auf jeden Fall, mal Grounded zu spielen. Auf YouTube. Und Twitch. Also Twitch, das ja als erstes. YouTube sieht es dann, wenn es rauskommt. So. Was kann ich hier mit? Okay, und hier gab es leckere Riegel. I'm not picky. So, einmal kurz geht. Und wo ist der Rüsselkäfer, den ich hier höre? Hey, buddy. Clogs now. Auch ich, tut mir leid. So. Dann würde ich sagen, machen wir die mysteriöse Maschine da mal ready. Is that gnat drunk or something? It's coming right at me. So. Dann ready.
something that sounded like a big far-off explosion? Ja. Hier haben wir eine Kassette. I was a fool to have ever doubted myself. A fool like Klein, like Kaminsky, like Schmechter, like all of Ominent. I am here in the backyard. Down in the backyard. I mean, I am speaking to you from the backyard. I am tiny! I should gather my thoughts. This is a momentous occasion. Wendell Tolley official log, 89.08.05. Recording as I take my first steps into the miniature world. The sights are unbelievable. The textures, the way the light falls upon every surface, the subtle patterns in all of the objects that surround me, the grass. Even common lawn grass looks like a structure from an alien world. Wait, what's that sound? The very earth is trembling. Over there, what could it be? An ant! My God, today, the world has changed forever. Ja, ihr habt selbst gehört. Heute ist ein schönster Tag seines Lebens. So. Kleine Triggerwarnung für Leute mit Arachnophobie. Ich habe keine Arachnophobie und deswegen ist der Spinnenmodus aus. Also, falls ihr dieses Video gerade seht und Angst habt vor Spinnen, solltet ihr es nicht weiter gucken. Ich werde einige Spinnen jagen. Mein Bruder hat auch Arachnophobie und hat es zum Glück teilweise hinbekommen. Also, wir machen uns trotzdem immer noch lustig, wie die Spinnen aussehen mit mit dem Arachnophobie-Modus. So. Hier kommt meine Basis hin. Aber wir wollen ja erstmal der großen Explosion auf den Grund geben. Und das ist jetzt halt das Problem, wenn ich der großen Explosion auf den Grund gehe, kann es sein, dass wir eine Spinne sehen. Daher will ich mal kurz rumgucken, weil wir brauchen noch einen Hammer auf jeden Fall, um Eiche zu kriegen. So. Hier haben wir Fleiver, also Sprossen. Hier haben wir Meals on wheels. ja, Essen mit Bein. So. Ja, hier kommt mein Turm des Weges, so gesagt, hin. Also ich habe hier schon echt viele Pläne. Und ich weiß, wenn ich dafür verknischt werde. Und zwar mein Bruder. Also keine Angst, ich werde... Das sind schon mal welche. Auf die freue ich mich auf jeden Fall an. Besonders... Na gut. Hoffen wir mal, dass wir jetzt keine Spinne hier auf dem Weg treffen. Wenn schon, dass die weit genug weg ist. So, ist keiner. Gut. Oh, wir haben es geschafft. Erkunde das Labor. Okay, das werde ich machen. This place is getting pinker by the minute. Man. I have isolated the source of the particle irregularities. They appear to be a byproduct of the shrinking process. If I adjust the machine to account for their existence, it should be the key to the de-shrinking, expanding process. Virgil, please bring up the readings for the irregular covalent SNPI 42Z particle traces. Ugh, that name is going to get tiresome. And while you're at it, rename all references to the irregular covalent SMPI 42Z particle to raw science. Order received. Raw science identified. Does it require cooking, flipping, or grilling? No, none of those. Categorization. That answer is not permitted, according to health code standards governing the handling of raw food items. So, hier sehen wir die ganzen Labore, die ich besuchen dürfen. Das im schwarzen Ameisenhügel, in der Hecke. Können wir irgendwie weiter switchen? Nee, müssen wir kurz warten, okay. Dann in Teich, also in den Teich, wo wir hier gerade sind. In der Nähe. Und das... Dann im Nebellabor, da brauchen wir auf jeden Fall eine Gasmaske.
Luftverschmutzung kritisch. Steht sogar hier immer hier ein Hinweis. So, und das war's. Gibt nur halt 4. So. Dann helfen wir mal Burgle. System reboot in progress. Thanks for the helping hand. I am Burgle, acting science manager for this project. I am also a robot. I am sure this all must be very disorienting for you, but hopefully I can explain. I suspect you were miniaturized by Dr. Tully's spacer device. Why are you here in the yard? I do not know. In fact, I cannot seem to recall much of anything. A recent power surge has caused a massive raw science containment explosion. This lab, as you can see, is a disaster. And what's worse, the explosion has disrupted my computing power. My memory banks are corrupted. Sorry to pile on the bad news, my new friend. How can I be of service? You are here, in the Oak Lab, built and used by Dr. Wendell Tully to experiment on all things small. This is the base of operations for conducting experiments in his yard. Dr. Tully is a brilliant scientist and inventor. He is also my creator. My initial protocol was to serve as the short order cook of the future. However, I have been recently promoted to acting science manager to assist with his experiments. No doubt my previous work experience has been invaluable to Dr. Tully. Although, now that I am processing it, I have not seen him for several weeks. And now I cannot recall where he went. It must be my corrupted memory banks. It seems you and I are both a little discombobulated. Given my best calculations, your biomass has been subject to covalent spacing reduction via interatomic energy extraction. In other words, you have been shrunk. It is likely this was achieved using Dr. Wendell Tully's spacer platform, patent pending. Shrinking can be a traumatic experience for tiny human brains, and memory loss is a known side effect. Hopefully your memory will return in time. To return to your prior size, you would need to successfully activate Dr. Tully's spacer platform. Unfortunately, my readings indicate it is inoperable. It appears to have suffered several malfunctions from the explosion. I am sorry, but it appears you may be stranded here for some time until we find a solution. Haha! That is a great idea! Let me run a full diagnostic scan on it and see what we need to do to get it fixed up. Processing! Processing! Memory fault. Code 408B3000. Ominent OS script runtime error. Arg! I am sorry again. It appears I have sustained more damage to my memory chips than expected. Without those memories, I do not know how to repair the spacer. Dr. Tully used 2 types of chips to back up my memory. Auxiliary chips are small capacity chips used to store project data. If you find these, I should be able to help you learn new survival recipes. Super chips are special, and they are gold. They back up full directories of my memory system. If we are going to fix the spacer, that data is bound to be on a super chip. I suggest exploring the other labs in the backyard. Return with any memory chips you find. Dr. Tully has built many more labs throughout the yard. Each lab is used for various experimental procedures. I can upload their locations to your Scabby. Stand by. Processing. Processing. Error. Files not found. Code 632C404. Cheese and fries. The lab locations are missing from my memory banks too. But we are in luck. I was able to retrieve the location of one of the facilities, the Hedge Lab. The Hedge Lab is the observation center of the yard and used for research on arachnid webbing.
You will find the hedge near the house if you head southeast. The lab is located deep inside the hedge, sending the coordinates to your scabby. Try to find the hedge lab first, but there is nothing stopping you from searching the yard for the other labs. Except, of course, thousands of angry, hungry insects. That reminds me. Dr. Tully locks the important labs with biometric scanners. You will need access for any chance of success. Head over to the ASL terminal and place your hand on the biometric scanner near it. Give it a moment to sync your signature into the mainframe. Once you are registered, you will be granted access to the ASL network of computers too. ASL grants access to daily work items, nay, tasks, nay, quests. Yes, quests. I will reward you raw science for each completed quest. In my science shop, you can trade raw science back for survival recipes from experiments that Wendell conducted when he was first exploring the yard. Log on to the ASL terminal over there and see what is available. Unless you have any other questions, you really should get started finding those chips. And try not to die out there. Have an exponentially great day! Ja, Burger hat uns alles schnell kurz und bündig gefasst. Das ist hohe Wissenschaft. Science, you are Den off können wir the später hook. den Duplikator anwerfen. Aber jetzt müssen wir uns erstmal registrieren. Oh, it's getting dark. Should probably find somewhere to crash. So, wir sind registriert. Können jetzt überall hin. So. Kaufe. Bitte das. Ja, hier. Dieses Ding. Hier kriegen wir Quests. Zum Beispiel. Ganz viele. Also, die werden noch bezahlt, wie man sieht. Hier gibt's locker weg. Und hier können wir dann halt Dings Schmiede oder zum Kochen. Kochkurs. Ja, also wir können hier einiges uns holen auf jeden Fall. Ja. Offenes Zelt gelernt. So. Hey there, buddy. Oh, ich bin gerade erschrocken. Weil halt wirklich, wie gesagt, jeden Moment kann hier eine Spinne langkommen und ich bin halt noch unausgerüstet, sagen wir mal. Und die tötet mich schneller, als ich sie sehe. So, da haben wir unser Essen. Hat er gesagt, vorhin, Essen auf 2 Beinen. So, hier wird unsere Basis aufgeschlagen. Das machen wir auch mal. Direkt. Und zwar erstmal ein Zelt. Hier hin. Schön. Achso, wir brauchen gleich. Ah, das haben sie jetzt geändert. Gut zu wissen. So. Ich nehme auch gerne hiervon 2 mit. So. 3, 4, 5. Okay. So, dann können wir auch gleich eine Werkbank bauen. So. Zelt. Steht. Wir haben unseren Respawn-Punkt hingesetzt. So, Werkbank. Gleich hier hin. Hinstellen. Und dann machen wir uns mal... Achso. Oh, wir brauchen Madenhaut. Ja gut. Pfeile können wir auch noch nicht. Wir brauchen Madenhaut. Maden kriegen wir durch... aber da brauche ich einen Hammer. Da fehlt mir 2-mal so, 3-mal so und 2-mal so. So, das hat sich gerade erledigt damit, aber Stein und Sprossen. Na gut, aber erstmal ist das Video vorbei. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Oh. Entschuldigung.
Und